Wann haben Sie gedacht, bricht das System zusammen? Das sah ja lange Zeit anders aus. Ne? Krieg, hat mein Vater gesagt, das geht nicht lange, das halten die nicht lange durch. Waren aber 6, 7 Jahre waren auch genug, war lang, 6 Jahre. Das ist ja War eine zu lange lang. Zeit. Ja. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie den Angriff, was sicher für viele Dresdner ganz schlimm klingt, aber was man wahrscheinlich verstehen kann aus Ihrer Sicht, gelesen, dass Sie den Angriff als Befreiung Wenn der bezeichnet Angriff nicht haben. gekommen wäre, würde ich nicht hier sitzen. Ja. Wie war das damals? Wir hatten den Deportationsbescheid bekommen. Ja. Das heißt, also am 16. Februar sollten wir uns stellen am Zeughausplatz mit Marschverpflegung, mit einer Decke und ganz genau beschrieben, was wir mitnehmen durften, was nicht. Wir wussten, wo es hinging und es wären, wenn ich wir sage, meine Mutter und ich gewesen, mein Vater nicht. Es waren ja nur um diese Zeit nur noch sogenannte Mischehen, das ist auch ein schreckliches Wort, ist, was ich nicht gern gebrauche, aber in dem Fall tue ich es mal. Nur noch die sogenannten Mischehen in Dresden, wo entweder der Mann jüdisch war, die Frau nicht oder umgekehrt. Und da sollte der jüdische Teil deportiert werden und die anderen wären zurückgeblieben. Und dann hat mein Vater gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Wir bleiben zusammen, entweder mischen wir uns unter Flüchtlinge, die kamen ja schon herunter, Görlitz dort so. Ja. Und wir reißen den Stern runter und sagen, wir haben keine Papiere mehr. Gut, eine Möglichkeit. Und dann hat er so da gesessen, ich sehe es noch, Kopf in der Hand, und hat gesagt, ach, ich weiß nicht, uns könnte nur ein großer Angriff retten. Meine Mutter sagt, hör doch auf, das wird doch nicht sein. Und Dresden hatte schon kleine, blinde Angriffe vorher, kleine Sachen, aber doch nicht ein großer Angriff. Ja, und dann ist er abends, was er nie getan hätte, ins Bett gegangen mit der Kleidung, mit Schuhe, hat er sich ins Bett gelegt und was macht denn der Papa, was ist denn? Aber er war so, wie soll ich das sagen, nur mit dem einen Gedanken beschäftigt, wie kann ich uns alle retten, was kann man machen? Und dann, kurz nach 10, heulten die Sirenen, da kam der sogenannte Luftschutzwart, klingelte bei uns. Und den Juden war es ja verboten, in den Keller, in den Luftschutzkeller zu gehen. Die sollten bei lebendigem Leib oben verbrennen. Klingelte und sagte, bitte kommen Sie in den Keller. Es ist diesmal wirklich ein Angriff. Wir hatten ja kein Radio und nichts, das hat dann alles weggenommen. Wir hatten das nicht mehr. Wir waren überhaupt nicht informiert. Ja, und da sagt mein Vater, wir dürfen doch aber nicht in den Keller, bitte kommen Sie runter. Entweder hat er, weiß ich, eine menschliche Regung verspürt oder mein Vater hat dann immer gesagt, er hat morgen die haben Morgenluftgewitter, die haben gewusst, es kommt was. Ja. Aber gut, es kann auch sein, dass es ihm leid getan hat, ja. Ja, und da sind wir in den Keller runter und es ging sehr schnell. Da kam eine Brandbombe auf das Haus. Ich habe mir meinen Vater angeschaut und gesagt, wieso hast du das gesagt? Und so ein Angriff. Da hat er mit den Achseln gezuckt. Mein Vater hat über Dinge manchmal nicht gesprochen. Weiß ich. Im Nachhinein, leider kann ich ihn ja nicht mehr fragen, habe ich mir gedacht, vielleicht hatte er auch etwas gewusst. Es haben über BBC, er konnte es nicht hören, wir hatten kein Radio, aber er hatte Freunde, die im Widerstand waren, Fetscher, von Fetscher angefangen bis, dass die auch was gewusst haben. Doch, eine leise Ahnung hatten, als nächstes kommen die und die und die Städte dran. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ihn nicht fragen. Jedenfalls, der Angriff war da und wir rannten aus dem Haus, rissen den Stern ab, den ich in die Schuhe unter meine Schuhsohle gelegt habe, innen in den Schuh hinein. Und meine Mutter auch. Und wir bekamen jeder einen Stahlhelm und ein Mundtuch, was wir da vorgemacht haben, Mundschutz. Wir hatten einen kleinen Koffer.
und rannten durch das brennende Dresden. Dass wir da heil durchgekommen sind, ist mir heute noch ein Rätsel. Was sahen Sie? Bitte? Was wir haben sahen? Sie? Ja. Erst hat man geglaubt, nur unser Viertel brennt. Und mein Vater, besessen wieder mal wie immer von irgendeiner Idee, ich will jetzt zur Gestapo, wir müssen in Richtung Gestapo, ob die brennt. Wenn die weg ist, dann sind wir gerettet. Da konnte man ja gar nicht durch, das war hinterm Hauptbahnhof, konnte man nicht. Dann haben wir gesehen, dass ganz Dresden brennt. Dann wollte er unbedingt sein Kino, ob das brennt, ob das noch steht. Konnte man auch nicht rüber. Dann sind wir rumgeirrt, gesehen, schreckliche Bilder. Menschen wie Fackeln und auf dem Baum und dort an einem Zaun hing ein Arm und meine Mutter schrie immer. Ich weiß gar nicht, ich bin da losgestolpert über Trümmer, Balken kamen herunter, brennende. Ich weiß nicht, wie wir durch sind. Man kann sagen, ein Schutzengel, man kann sagen, Glück gehabt, ist egal wie. Auf jeden Fall ist uns nichts passiert. Was war Ihr Ziel? Bitte? Ihr Ziel? Ziel? Wo wollten Sie hin? Ja, Luft an die Elbe, Ja. möglichst. Und dann haben wir versucht, rüber zu gehen, auf die andere Seite, auf die Neustädter, sind ans Blaue Wunder gekommen, da war ein Bombentrichter in der Mitte. Da hat es geheißen, ein Pferd mit Ware oder was durch. Ich weiß nicht. Also wir sind da irgendwie herumgekrochen und sind wirklich rüber Richtung Loschwitz dort. Ja. Ja, dort war ja alles, dort stand ja alles noch. Was haben Sie sich von den Russen erhofft, die ja anrückten? Und Für uns waren es die Befreier, ist ganz egal, wer da gekommen wäre. Lieber gewesen wären uns die Amerikaner, sowieso. Aber es waren die Russen und ich muss sagen, diese Kampftruppen, die haben mir sehr leid getan. Auch heute, wenn ich daran denke. Die haben so viel Blut hergegeben, so viel Leben geopfert. Es sind einfache Bauernsöhne gewesen. Was haben die mit dem Krieg? Die hat man da Deutschland hat sie einfach hineingezwungen. So mussten sie ihr Leben lassen in diesem wahnsinnigen Krieg. Aber haben auch schlechte Erfahrungen gehabt mit denen. was für welche? Ja, die kamen herein in der Nacht, 8. Mai, und für uns waren sie Befreier. Wir waren glücklich, dass die Nazis weg waren, aber die wollten nichts weiter als Wodka und Matka. Und ich war ein junges Mädchen. Ich habe mich dann ganz wie soll ich sagen, angezogen, ganz alt gemacht mit Kopftuch, Brille. Aber sie haben trotzdem gesehen, dass ich jung war. Und haben versucht, mich zu packen. Und da konnte ich kein Russisch. Das Einzige war Jewrej, Jewrej. Du nix Jewrej. Hitler alle kaputt. Du Spion. Oh. Na, einer hatte mich schon so. Und dann in meiner Angst, warum, weiß ich heute selbst nicht mehr, nur in der Angst, habe ich angefangen, laut ein hebräisches Gebet zu sagen. Das ist ein Gebet wie das Vaterunser bei den Christen, das Shema Israel Adonai Eloheinu, höre unser Gott, also so ungefähr, ja. Das habe ich in der Schule gelernt, in der Religionsschule, sonst habe ich nicht so sehr mit dem Beten eigentlich, aber in der Situation fing ich an, das ganz laut aufzusagen. Und auf einmal kam aus dieser Gruppe ein Offizier heraus, schöner, großer Mann, und hat gesagt, alle weg hier. Es war ein jüdischer Offizier, der verstand, und er hat dann auch geglaubt, dass wir wirklich Juden waren, die sich versteckt hatten. Wir waren ja versteckt in diesem Haus. Das Vierteljahr zwischen Bombenangriff von 8. Mai waren wir in einem Haus versteckt und gingen nicht aus dem Zimmer hinaus, ein Vierteljahr lang. Das war auch furchtbar, also da kann man ja wirklich durchdrehen. Und dann haben sie abgelassen von uns und sind weg, aber sie haben dann in der Nacht immer wieder mal versucht, in die Häuser einzudringen. Und später hat sich eine Kommandantur gebildet, Kommandantura, und die hat uns Ausweise gegeben, Bescheinigungen.
Und da fühlten wir uns einigermaßen sicher. Was war Ihr Wunsch? Sie waren ja 45 ich habe Ihr Alter nirgendwo gefunden, aber nach meinen Berechnungen waren Sie 45, so um die 20, ne? Ist das richtig? Ja. Stimmt. Ich meine, Sie waren eine junge Frau. Was haben Sie sich gewünscht? Nachdem das... Nichts. 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 Ich war neugeboren. Entschuldigung. Neugeboren. Noch einmal. Wirklich neugeboren. Ich bin über die Trümmer gegangen, in die kaputte Stadt. Ich konnte wieder in einem Park spazieren gehen. Ich konnte an der Elbwiese entlang laufen. Ich hatte keinen Stern. Niemand konnte mich anpöbeln, belästigen. Ich hatte die gleichen Probleme wie alle. Die kaputte Stadt. Es gab nichts zu essen, aber das waren wir ja vom Krieg noch mehr gewöhnt. Wir hatten es ja im Krieg viel schlechter als danach. Wir haben uns getroffen in der jüdischen Gemeinde, das war so unser Halt, unser Punkt. Es kamen Leute zurück, ein paar Überlebende. Ich konnte in ein Kino gehen, das noch stehen geblieben war. Ich konnte nach Bühla rausfahren, da gab es Operette wurde dort gespielt, im Kurhaus. Sehr primitiv alles. Und für die Schauspieler wahnsinnig schwer dort auf dieser, wir nannten es die Scheune. Aber ich konnte gehen, ich konnte mich frei bewegen. Alles andere war mir vollkommen egal.